Anforderungen sind. Netzwerkredundanz ist ein Riesenthema. Wir konzentrieren uns jetzt auf die beiden Protokolle, die im Energiesektor wirklich Verbreitung haben momentan. Das ist HSR und PRP. Ich werde zuerst mal kurz wieder erklären, was ist HSR und PRP, wieso HSR, PRP, wie es funktioniert, HSR und PRP ein bisschen gegenüberstellen und dann noch kurz eben darauf eingehen, wie HSR und PRP mit PTP funktionieren soll. Genau, also zuerst mal HSR ist High Availability Seamless Redundancy, standardisiert in diesem IEC 62439 Kapitel 5, /3 Kapitel 5. Und das Parallel Redundancy Protokoll ist im gleichen Standard, einfach ein Kapitel vorher. Es erklärt eigentlich, wie Redundanz funktioniert, vor allem unterbruchsfrei, was ein großer Unterschied ist zu anderen Redundanzprotokollen, die man hat. Und wie das Ganze eigentlich monitort werden kann, weil ein redundantes Netzwerk bringt so lange etwas, bis man auch einen Fehler detektiert und den beheben kann, sonst beim zweiten Ausfall ist dann fertig. Ja, eben, beide Standards bieten eine Möglichkeit, Zero Recovery Time zu haben, was zum Beispiel mit Rapid Spanning Tree oder solchen anderen Protokollen einfach nicht möglich ist. Genau, da sind wir schon. Rapid Spanning Tree, keine unterbruchsfreie Behebung, Recovery von einem Fehlerfall. Der Switch Over Time ist nicht deterministisch, ist schneller als als Spanning Tree. Aber es hat immer noch für ein großes Netzwerk keine Maximallatenz, wie lange es dauern kann, bis ein komplettes Netzwerk recovered hat von einem Fehler im Rapid Spanning Tree. Es gibt andere Protokolle, die teilweise auch noch im Energiesektor sind, das wäre noch MRP. Auch das bietet keine unterbruchsfreie Redundanz, jedoch eine deterministische maximale Downtime. Also man weiß, wie lange es maximal dauert, bis ein Fehlerfall recovered ist, aber es kommt mit einer Downtime. Genau. Es gibt aber auch eine Schattenseite von HSR. HSR braucht Hardware Assistance und wir werden auch noch sehen, warum. Das ist im Energiesektor nicht ganz so tragisch, weil wir sagen mal so, eine Substation ist ein ingeniertes Netzwerk, also man weiß genau, was für Knoten man da im Netz drin hat. Von dem her, ja, kann man auch sagen, alle von den Devices in einem kritischen Netzwerk müssen dann halt einfach HSR unterstützen. Für PRP, das würde dann, gibt es eine andere Geschichte, dort dupliziert man eigentlich das Netzwerk. Aber wir kommen darauf, wie die beiden eigentlich funktionieren. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, es gibt verschiedene, es gibt Rapid Spanning Tree, es gibt MRP, es gibt HSR, es gibt PRP, es gibt verschiedenste Redundanzmodelle und es kommt eigentlich wirklich darauf an, was sind die Requirements an Redundanz. Wie viele Fehler darf ein Netzwerk? HSR und PRP sagen eigentlich nur Single Point of Failures. Kombiniert man zum Beispiel mehrere Redundanzprotokolle miteinander, hat man Rapid Spanning Tree parallel noch mit HSR am Laufen in verschiedenen Netzwerkstrukturen, ist es okay, wenn es ein Switch-Over gibt? Darf es eine Ausfalldauer haben? Wie lange dauert es, wenn man ein Gerät wieder zurückkommt, ein Netzwerkpfad zurückkommt, gibt es wieder eine Downtime, weil sich das ganze Netzwerk wieder neu konfiguriert oder passiert das seamless? Dann halt auch Repair Strategy, also wie findet man raus, dass es einen Fehler gegeben hat? So, die beiden gehen so Hand in Hand. Dann halt eben, was sind die Konsequenzen, wenn es jetzt mal wirklich nicht funktioniert? Ja, und das ist wahrscheinlich eine von den ganz wichtigen, die ökonomischen Kosten eines Fehlers gegen eine Redundanzlösung. Lohnt es sich, etwas redundant auszulegen gegenüber, was passiert, wenn ein Fehler passiert, oder?
Und das da ist halt dann die Expected Failure Rate, je öfter, was halt immer ist, wenn man etwas redundant macht, verdoppelt man die Ausfallwahrscheinlichkeit auch, muss man sich einfach auch bewusst sein. Wo ist Zero Recovery Time required, oder? Es gibt so die Recovery Requirements, wenn man jetzt sagt, unkritisch, es darf so unter 10 Sekunden, nicht mal wirklich so. Man merkt es groß, das ist so in Enterprise Resource Planning, Manufacturer Execution, so Automation, so wo man sagt, SCADA-Systeme im Energiesektor, dort ist doch oft Realtime, 1 Sekunde, so ist noch akzeptabel. Und dann wird es schon in der Realtime-Phase, oder, wo Manufacturing und Processing und Power Plant selber sind. 100 Millisekunden, sagt man, ist dort noch akzeptabel. Und dann wären wir hier in den Substations drin, Drives und Robotics, und über 10 Millisekunden ist da schon nicht mehr akzeptabel. Und das ist so da, wo hier geht Rapid Spanning Tree noch, hier vielleicht so irgendwo da dazwischen, und da ist dann sicherlich fertig mit Rapid Spanning Tree. Wenn man das jetzt in Power Applications anschaut, oder? For Protection muss der Unterbruch kürzer 8 Millisekunden sein. Also ja, für Busbar Protection heißt es 1 Millisekunde, und für Sampled Values, also was wir heute Morgen gehört haben, da heißt es einfach 2 Samples, und 2 Samples Verlust sind akzeptabel, mehr ist nicht akzeptabel, und das sind einfach 500 Mikrosekunden bei 4 Kilohertz Optasrate. Bei 4,8 Kilohertz wird es noch ein bisschen weniger. Ja. Es ist einfach nicht möglich mit den anderen Protokollen, schlicht und einfach. Deshalb hat man eigentlich etwas Eigenes erfunden, und das ist HSR-PRP, und IEC 61850 hat HSR-PRP als die Redundanzprotokoll ausgewählt, eben für die kritischen Netzwerkteile, für die Substations dort, und Rapid Spanning Tree für dort, was nicht so kritisch ist. Genau, so ein bisschen Historie von dem Ganzen. Also die erste Version gab es in 2010, dann gab es 2 weitere Revisionen, die war noch ein bisschen Proof of Concept. Dann im 2012 kam dann eigentlich die erste brauchbare Version. Die wurde ein bisschen adaptiert, besser gesagt, Verbesserungen, rein Corrections, Fehler im Standard. Und jetzt, ja, hätte es Ende Jahr die neue Version geben sollen. Ich weiß nicht, die im Energiesektor sind, kennen den Mann vielleicht oder kannten den Mann, Hubert Kiermann. Er war der Treiber dieses HSR-PRP-Standards und der Erfinder davon, hat den NVB-Bus auch erfunden, also ist der Lead Scientific Guy bei ABB, leider gestorben dieses Jahr. Und ja, deshalb hat sich jetzt mal forecastet auf 2022. Und auch da, es gibt eigentlich nur Corrections und Adaptierung dazu, wie HSR-PRP mit 1588 2019 dann funktionieren soll. Genau. So, was machen eigentlich die beiden Protokolle? Die beiden Protokolle definieren eigentlich grundsätzlich sehr ähnliche Sachen und eigentlich das gleiche Konzept. Man dupliziert Frames, man taggt Frames mit Metainformation, sendet Frames über 2 verschiedene Netzwerkpfade und man nimmt einfach das erste Frame, das ankommt, und das zweite verwirft man. Dann, wenn man das erste Duplikat bekommen hat, nimmt man dieses Tag wieder weg und gibt es an den höheren Netzwerkstack weiter. Das ist eigentlich alles. So kriegt der Netzwerkstack eigentlich nirgends irgendwo mit, dass unter einer Redundanz passiert ist. Und deshalb gibt es noch Supervision Frames. Das sind einfach Frames, die periodisch gesendet werden von jedem Knoten, der entweder HSR oder PRP unterstützt. Und die sollte man über beide Pfade bekommen, und wenn man nicht beide bekommt, dann weiß man, über irgendeinen der Pfade ist irgendwas schiefgelaufen. Man kann sich aus den HSR-PRP-Frames, Supervision-Frames, dann auch ein Bild des Netzwerks machen. Ja, wenn irgendwann was ausfällt, wäre dann der Moment, etwas zu reparieren, weil beide handeln nur Single Points of Failure. Also es ist nicht für Mehrfachausfälle gedacht.
Das ist so die Terminologie, die wir verwenden. Es gibt Port A und B. In 61850 ist sogar definiert, welche Farbe die Stecker haben müssen und die Netzwerke. Port A wäre übrigens gelb, B wäre rot, für die es interessiert. Sie lachen jetzt vielleicht, aber für PRP ist es essentiell, dass A und B nicht vertauscht werden. Also es macht schon Sinn, das farblich zu markieren, so dass auch wenn Stress herrscht, nicht das falsche Kabel eingesteckt wird. Und dann gibt es den berühmten Port C, das ist eigentlich der Uplink-Port, der zur CPU weitergeht. Wie gesagt, das Konzept ist eigentlich einfach. Man schickt 2 Frames und man nimmt einfach das erste, das anguckt. Und somit braucht es keine Konfiguration von dem Ganzen, sondern es ist einfach, ich kriege das erste Frame, das zweite Frame verwerfe ich. Keine Rekonfiguration, somit auch keine Downtime. Was man vielleicht hat, wenn die beiden Pfadlängen extrem unterschiedlich sind, dass man vielleicht ein Reordering hat dazwischen, dass noch Frames gekommen sind und dann kommen dann irgendwie ein bisschen später über den nächsten Pfad, dann der länger gedauert hat, über einen längeren Pfad sind, wenn sich die Topologie wieder zurückändert, kriegt man dann vielleicht ein Reordered Frames und der Stream geht dann aber von dort aus wieder ordered weiter. Genau. Und ja, das ist vielleicht auch noch interessant. Also wir hatten einen Kunden, der hatte Liftinstallationen gemacht und Liftinstallationen haben gerne magnetische Felder, was es ja auch in Elektrotechnik, sonst in elektrischen Feldern hat. Die mögen Kategorie 7 Kabel ja ganz gut, aber sie mussten günstige Kabel verwenden, Cat 4, nicht so gewaltet shielded. Ja, der Motor hat dann bei jedem Laufen eigentlich ein paar Frames zerschossen. Somit gab es dann einfach 2 Pfade innerhalb vom Liftschacht auseinandergesetzt und eigentlich bei jedem Motorenlauf eines der Netzwerke hat immer wieder mal corrupted Frames gehabt, aber die sind ja noch über das andere Netzwerk gekommen. Also es ist auch gedacht für, ja, wenn man nur dazwischen nicht ein Kabelbruch in dem Sinn, sondern ein Paket ist korruptiert, dann nehme ich halt das, was noch ganz über den anderen Pfad gekommen ist. Also das ist so ein bisschen das Schöne auch an diesem HSR-PRP-Ansatz. Es ist nicht nur für wirkliche Brüche, sondern es ist auch für, wenn mal ein Frame korruptiert, hat man immer noch eine Chance, dass man ein ganzes Frame bekommt. Dann, wieso taggt man Frames? Auch wenn der Dateninhalt identisch bleibt, hat man eine Sequenznummer, hat man einen eindeutigen Identifier. Es ist eine 16-Bit-Sequenznummer, 12-Bit-Sequenznummer, nein, 16-Bit-Sequenznummer, genau, 16-Bit-Sequenznummer, die eigentlich einfach für jedes Frame, was gesendet wird, inkrementiert wird. Dann hat man einen Identifier, um dieses Tag überhaupt zu detektieren, dass man sieht, dass dieses Frame getaggt wurde. Und das zusammen mit diesem 12-Bit Längenfield ist eigentlich, dass man nicht noch aus Versehen ein Tag, etwas als Tag interpretiert, was dann doch kein Tag war. Das ist ein bisschen Metainformation. Wir werden noch sehen, wieso man diese 12-Bit noch reingenommen hat. Es gibt noch 4-Bit LAN-Identifier, das definiert, über welches LAN das geschickt wird. Und das wird vor allem dann interessant, wenn man Ringe und Sterntopologien und duplizierte Netzwerke alles miteinander kombiniert. Dann sieht man eigentlich, über welchen Pfad wo was hergekommen ist und so, dass man nicht wieder Frames zurück ins andere Netzwerk injiziert. Ein Frame ist somit eindeutig identifiziert über die Source-MAC-Adresse, die Sequenznummer und dieser LAN-Identifier. Eben, die anderen Bits da oben, die sind nur zur Detektierung des Tags. Ja, und das, weil wir halt haben, oder? Wir haben 16 Bit, das gibt jetzt nicht so unendlich viele Frames. Es gibt 64K Frames. Dann wiederholt sich es wieder und das bedeutet eigentlich auch 64.000 Frames ist die maximale Anzahl Frames, die gleichzeitig in einem Netzwerk sein dürfen. Weil sonst kann man sie nicht mehr eindeutig identifizieren. Bei einem HSR-Netzwerk bedeutet das dann 64 Knoten. Wir werden noch darauf sehen.
wie das aussieht. Genau, also wie funktioniert das? Man inkrementiert die Sequenznummer, dupliziert das Frame, dann setzt man einen LAN-Identifier, entweder man schickt es über LAN A oder über LAN B und ja, schickt es dann eigentlich los. Wenn ein Knoten dieses Frame bekommt, dann forwardet er das erste empfangene Frame und nimmt dann das Tag wieder weg, dieses HSR, das HSR-Tag. Also das HSR-Tag und das PRP-Tag sind nicht identisch. Wir werden auch noch sehen, warum. Und für den Uplink-Port, also für den Host, ist es eben, wie gesagt, transparent. Er kriegt nicht mit, dass da unten Redundanz passiert hat. Diese HSR und PRP-Tag, wie gesagt, sie sind nicht ganz identisch und sie sind vor allem an verschiedenen Positionen im Frame. Genau, Wise Supervision, ja, ich habe schon gesagt, muss ich eigentlich gar nicht groß drauf ein. Netzwerkredundanz ohne Überwachung ist sinnlos. Wenn man nicht mitkriegt, dass ein Fehler stattgefunden hat, den behebt, dann passiert einfach der komplette Ausfall später, aber er passiert trotzdem. Also Supervision Frames periodisch senden, überwachen, dass noch alle Knoten da sind. Jetzt interessant ist, der Standard definiert eigentlich, wie man Frames dupliziert, wie man Tags wegnimmt, aber was er nicht definiert, wie man Duplikate erkennt. Ja, grundsätzlich sagt er, wie man Sequenznummer, wie ein Duplikat erkennbar, doch wie ein Duplikat erkennbar sein kann, definiert er, wie es uniquely identified wird, aber wie man das dann schlussendlich umsetzt, nimmt man eine große Hash-Tabelle über alle Sequenznummern, die man hat, extrem große Liste mit allen Entries, mit den Knotentabellen, da gibt es ganz viele Ansätze, wie man diese Duplikaterkennung schlussendlich implementieren kann. Die weit verbreitendste ist die Hash-Tabelle, weil sie ein guter Trade-off ist zwischen dem da unten, was da steht, zwischen falscher Nicht-Duplikaten erkennen und Anzahl Duplikate wirklich erkennen. Also es heißt eigentlich so, wenn man es nicht weiß, ob es ein Duplikat ist, einfach forwarden. Irgendein höherer Layer wird es schon handeln. Das wäre eigentlich mal der grundsätzlich einfachste Ansatz und der gibt es auch im Standard. Heißt, ich mache gar keine Duplikatserkennung, ich lasse die höheren Protokolle selbst die Duplikate verwerfen, weil ja, jeder TCP-Stack kann das, bei UDP ist es ein bisschen anders, aber dann, wer auf UDP aussetzt, setzt zum Beispiel PTP, hat auch Duplikatserkennung grundsätzlich, also ja. Also das ist die wichtigste Regel, wenn ich nicht weiß, ob es ein Duplikat ist, einfach mal forwarden. Genau. So, wie unterscheiden sich denn die beiden? Also HSR ist eigentlich ganz einfach, es ist ein Ring. Und PRP, es braucht zwei unabhängige parallele Netzwerke. Wenn es halt ein Ring ist, das heißt, es wird auf diesen A-B-Ports, also den Ringports, auch Datenverkehr weitergeleitet. Und deshalb auch HSR braucht Hardware-Support, weil es ist de facto ein 3-Port-Switch. Also ich muss forwarden und Duplikate rausnehmen und Duplikate injecten. Also jeder Knoten im HSR-Netz muss auch, in einem HSR-Ring muss auch HSR unterstützen können. So, und bei PRP ist es anders, da könnte ich 2 Netzwerkkarten nehmen und einfach auf Software-Ebene schlussendlich sagen, und ich schicke das jetzt auf die beiden Netzwerke individuell. Also es braucht keinen Hardware-Support, weil es kein Forwarding gibt. Und noch ganz wichtig ist, es darf auch A und B nicht verbunden werden miteinander. Also das ist wichtig. Und hier, das Tag ist ganz am Ende vom Frame. Das wird noch interessant, wieso das lustig ist. So, ja, ist wieder sehr klein. Also hier haben wir, man sieht es aber doch noch, hier haben wir ein LAN A, wir haben ein LAN B. Das heißt, hier haben wir redundant angebundene Parallel Redundancy Protokoll, also PRP-Knoten. Und da gibt es dann so Zwischenbüchschen, da kommen wir auch noch drauf.
wo dann dieses parallele Netzwerk redundant zu einem HSR-Ring anbinden. Und das kann man beliebig weiterführen. Ja. Genau, so, Double Attached Node, der berühmte DAN, ja, ist einfach ein Knoten, der zwei Netzwerkanschlüsse hat. Ist ein Knoten entweder im HSR-Ring, der auch das Forwarding mitmacht, oder im Parallel Redundancy Protokoll einfach auf beide Netzwerke dupliziert oder im Empfangspfad wieder Duplikate verwirft. Dann gibt es Single Attached Nodes. Das gibt es nur für PRP. Das heißt, ein Single Attached Node ist zum Beispiel ein ganz normaler PC, ein Drucker oder sonst irgendwas, das in einem der beiden parallelen Netzwerke von PRP installiert wird. Und jetzt kommt eben der Punkt, wieso es interessant ist, dass der Tag ganz am Schluss ist bei PRP. Ein Knoten, der kein PRP versteht, der interpretiert das einfach als Padding, also einfach als das Frame würde noch ein bisschen aufgefüllt mit zusätzlichem Zeugs, das mich sowieso nicht interessiert. Das ermöglicht einem halt einfach andere Knoten anzuschließen. Vielleicht noch wichtig ist, ein Single Attached Node Knoten ist eben in einem der beiden LANs. Wenn ich jetzt einen Printer in LAN B stecke, meinen PC auf LAN A, ich werde nie drucken können. Es gibt keine Verbindung zwischen LAN A und LAN B. Wenn ich drucken möchte, müsste ich auch in LAN B. So, dann gibt es diese Redundancy Box. Das ermöglicht eigentlich gerade Knoten, die kein Verständnis haben von Redundanz, sich anzubinden. Zum Beispiel an ein HSR-Netzwerk oder ein PRP-Netzwerk, wenn dann seine Information trotzdem wichtig sein kann. Es ermöglicht ein ganzes Netzwerk zum Beispiel an ein redundantes Netzwerk anzuschließen. Und was die Redbox macht, ist für alle Knoten, die hinter ihm auf diesem Port C installiert sind, es schickt selbst Supervision Frames. Also es sagt, die Frames wären dann, die Knoten wären auch noch erreichbar. Und es wird so gemacht, dass sie sagt, sie sind erreichbar über mich, also über die Redbox. Somit weiß man, es gibt potenziell Single Point of Failure, nämlich die Redbox selber oder das Netzwerk hinten dran, aber sie werden als virtuelle Double Attached Nodes dann gesehen. Das ist ein Knoten, der hinter einer Redbox in ein Netzwerk kommt, wird als Virtual DAN bezeichnet. Und dann gibt es noch die Quadbox, da gehe ich jetzt nicht gewaltig weiter rein, es sind eigentlich zwei Redbox gekoppelt und es ermöglicht eigentlich HSR-Ringe mit PRP-Netzwerken oder HSR mit HSR-Ringen zu koppeln. Ja. Es besteht eigentlich aus zwei Redboxen, die miteinander verbunden sind, intern. Ja, also wenn man Redundanz, wenn man ein hochverfügbares Gerät braucht, dann wird es ein Dual Attached Node sein. Alles andere hat irgendwo einen Single Point of Failure. Genau. Und wenn zwei HSR-Netzwerke gekoppelt werden, braucht es auch wieder zwei Quadboxen, weil sonst hätte man als Quadbox wieder den Single Point of Failure. Also man muss einfach sehen, ja, mit Redundanz wird es schnell teuer, weil man alles immer wieder dupliziert. Genau. So, wie funktioniert das Ganze mit PRP? Also eben zwei Independent Networks. Alles, was er da auf A schickt, ist nur auf dem Netzwerk, alles auf B nur in dem und dann halt der schickt zwar in B, der schickt der in B. So sind wir eigentlich hier. Und dann haben wir diesen Single Attached Node, das wäre eben mein PC und ein Sound B, das wäre mein Printer und hier gibt es keine Verbindung, also kann ich nicht drucken. Der da, wenn mein PC da ist, kann ich mit dem anderen PC quatschen über diese Redbox oder ich kann sogar drucken auf das andere Netzwerk. Also so ist ein bisschen die Idee dieser Redbox, wenn man halt doch die Geräte in den einzelnen Netzwerken doch noch immer irgendwie braucht. Gut. Genau. Tag am Schluss wird als Padding identifiziert und das ist eigentlich auch gerade das Schöne und gleichzeitig das Schlechte davon.
Nämlich, um einen Frame zu identifizieren, gibt es dieses 16-Bit-Identifier plus die Länge und das sollte dann dementsprechend, und so identifiziere ich diesen Tag. Ja, es könnten aber auch sonstige Nutzdaten sein, die jetzt einfach zufälligerweise dem entsprechen. Und deshalb auch die Regel vorher, im Zweifelsfall forwarden. Und noch viel wichtiger, das da nicht wegnehmen, weil wenn es dann blöderweise doch kein Tag war, habe ich das Frame verändert, abgeschnitten und die Checksumme wieder gültig gemacht und das wäre dann nicht das Ziel der Sache. Also deshalb, es hat Vor- und Nachteile, dass es dort hinten ist. Ja, der Overhead mit diesen 6 Bytes ist minimal, also ja, einfach mal weiterleiten. Ja, genau. Für die Duplikatserkennung, wenn man kein Duplikat bekommt, diesen Eintrag in seiner Duplikatstabelle oder Hash-Tabelle soll irgendwann rausfallen, weil irgendwann wiederholt sich diese Sequenznummer ja wieder und dann kommt vielleicht ein Frame und dann wirf ich eins weg, was ich nicht wegwerfen hätte sollen. Von dem her, die bleiben dann, werden einfach nach einer bestimmten Zeit ausgeaged. Und das Gleiche gilt eigentlich für Redboxes. Sie sehen einfach Traffic, die auf dem Nicht-Netzwerk kommen und irgendwann geht dort ein Knoten zum Beispiel weg, weil es halt einfach ausgesteckt wurde oder er einfach nicht mehr kommunizieren möchte, dann wird dieser aus dieser Proxy-Node-Table eigentlich entfernt. So, genau, da der klassische Fall. Jetzt sagen wir einfach, das ganze Netz hier wäre gestorben. Der einfachste Fall dieses Netzwerks besteht aus einem Switch, oder? Also der Switch hat jetzt keinen Strom mehr, nicht nur ein einzelner Link, sondern der ganze Switch hier ist gestorben. Der kann immer noch mit dem quatschen, über den Link. Der kann mit dem quatschen, der kann mit dem quatschen, der kann mit allen anderen auch quatschen. Außer der ist abgeschnitten. Ja. Wenn er wichtig wäre, wäre er ein Double-Attached-Node. Wenn er nicht wichtig wäre, darf er auch Single-Attached-Node sein. Und dann ist halt Pech, wenn die Netzwerkinfrastruktur den Geist aufgibt. So, das zum PRP. HSR Ring, ähnliche Geschichte. Virtual DAN, wie wir vorher hatten. Eine Redbox, dann wieder Dual-Attached-Node, wieder eine Redbox, dieses Mal nicht nur ein einzelner Knoten, sondern ein ganzes Netzwerk. Und dann hier eine Redbox, wieder ein Virtual DAN und nochmal ein Double-Attached-Node. Hier können alle mit allem quatschen, aber erfordert halt auch, dass man Einzelknoten immer über eine Redbox anbinden muss. Hier ist es einfacher. Hier hat der Tag eine klar definierte Position im Frame und zwar kurz nach potenziell vorhandenem VLAN-Tag vor dem Ether-Type. Also das ist eigentlich ein Ersatz für den Ether-Type, der folgt dann nachher ganz normal dahinter. Ja, Ether-Type hat HSR einen reservierten Ether-Type, aber die Information, die sonst drin steckt, ist identisch. Es hat auch diese Payload-Length, was einfach ein Überbleibsel ist, weil man es so kompatibel wie möglich mit PRP halten wollte. Und LAN-Identifier und dann wieder diese 16-Bit-Sequenznummer. Genau. Aber den kann ich 100% klar identifizieren. Das heißt, ich kann ihn auch immer wegnehmen. Und ich muss ihn auch wegnehmen, weil meine höheren Protokolle sagen dann halt, Ether-Type 98.2f und nicht da 8100 für IP, kenne ich nicht, werfe ich weg. Also muss ich es im Empfangpfad auch wieder wegnehmen. Das, was ich vorher für PRP erwähnt habe, ist 1:1 gültig auch für HSR. Also auch hier, ich muss irgendwann meine Einträge aus der Liste nehmen. Wenn ich ein Redbox bin, muss ich die aus dem Proxy, aus der Node-Table nehmen. Hier ist es noch ein bisschen wichtiger, weil eine Redbox muss Frames, die sie in den Ring gesendet hat, auch wieder selbst wegnehmen. Wenn es zum Beispiel Multicast-Traffic ist, der geht einmal durch den kompletten Ring und der es injected hat, muss es auch wieder rausnehmen.
Und die MAC-Adresse dieses Frames ist die von einem Knoten, die hinter der Redbox ist. Also sie muss eine Tabelle führen, welche Knoten sind da, für welche Frames habe ich reingeschmissen und welche muss ich wieder rausnehmen, sonst zirkulieren die für immer, was nicht das Ziel ist. Genau. Wenn wir jetzt hier den Fall haben, jetzt ist zum Beispiel der Link hier gebrochen, ja, in dem Fall macht nichts, kann noch immer von allen Knoten alle anderen Knoten erreichen. Die Frames, die dann halt in die Richtung gehen, versanden hier und die von der Richtung in die Richtung, aber der Rest geht immer noch durch den ganzen Ring durch. Genau, Supervision Frames. Alle 2 Sekunden wird ein Multicast-Frame geschickt, die einfach ein bisschen Metainformation hält, welche MAC-Adresse habe ich an dem Port. Bin ich eine Redbox, ist der Knoten hinter mir und schlussendlich mit dem bisschen Information, ich meine, das Frame ist nicht mal 64 Bytes groß, muss es noch verlängern, kann man sich aber eigentlich ein komplettes Bild des ganzen Netzwerks machen, weil jeder Knoten, der auch hinter einer Redbox ist, sieht man im Netzwerk und man sieht, dass er hinter dieser Redbox ist und man kann sich einen Zuschauer machen, kriege ich noch von allen Pfaden beide Supervision Frames oder ist irgendeiner der Links broken? Genau. Das habe ich schon erwähnt. Und ja, es gibt oftmals, also man kann es auf jeden Knoten selbst integrieren und schauen, wie man das ganze Netzwerk ansehen möchte, aber es ist eigentlich ein bisschen Overkill, von dem her gibt es oftmals halt Management-Nodes, die dann wirklich eine Node-Table führen, wo sie halt dann das ganze Netzwerk überwachen können. Grundsätzlich könnte das jeder Knoten im Netzwerk machen, weil jeder Knoten die Supervision Frames von allen anderen Knoten auch bekommt. Ja. Das ist das. So, wieso HSR und wieso PRP? Ich kann vielleicht mal sagen, wieso HSR im Energiesektor, das ist vielleicht der interessanteste Punkt und auch der Grund dafür, Ringtopologie. Ja, es braucht halt keine Netzwerkinfrastruktur zusätzlich. Es ist einfach, der Ring ist mit jedem Knoten gegeben, jede Merging Unit in einem Prozessbus und HSR kommt in den Prozessbus. Ist auch gleichzeitig Netzwerkelement. Somit die Geräte, die sowieso schon approved sind, über optische Links anzubinden, man braucht nicht noch einen zusätzlichen Switch oder sowas. Eine Sterntopologie hat für sie keinen Mehrwert, also ist man auf eine Ringtopologie gegangen und man möchte halt auch Rings von Ringen machen, dass man Bays und wieder eine Bay und wieder eine Bay und die dann halt alle koppelt. Genau. Ja, der Nachteil, man kann keinen Single-Attached-Node einfach dort anhängen. Wenn man im Energiesektor ist, dort möchte ich auch meinen Printer vielleicht nicht angeschlossen haben. Von dem her nicht so tragisch, aber klar, grundsätzlich ist es nicht nur für den Energiesektor gedacht. Und ja, wie gesagt, Hardware-Support braucht es und HSR ist komplexer als PRP, muss man schon sagen, einfach, weil es noch den Forwarding-Pfad gibt, wo man entscheiden muss, ob man ein Frame forwardet oder man es am Port C weiterleitet. Ja. PRP sicher der größte Vorteil ist, man kann einfach einen Knoten anschließen und deshalb hat PRP auch in den Stationsbus geschafft. Dort, wo mein SCADA-Netzwerk ist, dort, wo vielleicht auch mein Printer ist, dort, wo sonst mal einer kommt mit einem PC. Es hat aber halt auch Komponenten im Stationsbus, die hochverfügbar sein müssen. Und dann profitiere ich halt von der Redundanz von PRP mit den Kosten, dass ich das Ganze potenziell halt duplizieren muss an dem Punkt. Wie gesagt, einfach in Software umsetzbar mit 2 Netzwerkkarten. Normale Switches können verwendet werden im Netzwerk. Für die ist auch PRP-Tagging einfach nur Padding. Und die Netzwerktopologie ist eigentlich so flexibel, man muss einfach 2 verschiedene Netzwerke. Das können auch wieder HSR-Netzwerke sein. Es kann ein Ring sein mit Rapid Spanning Tree, womit man dann eben beim Punkt sind. Vielleicht kann man so schon Single Points of Failure dann halt ausschließen. Genau. Nicht nur Single Point of Failure, sondern auch Multi Point of Failures
vielleicht überbrücken. Nicht an allen Punkten, aber an gewissen Punkten ist es dann vielleicht durchaus möglich. Ja. Und der Nachteil, man kann von A nicht nach B kommunizieren. So, HSR PRP mit PTP, es gibt da ein paar Challenges. Ich habe vorher schon gesagt, das Ganze ist transparent für den oberen, für die CPU, die sendet und die CPU, die empfängt. Die kriegt eigentlich nicht mit, dass das Frame dupliziert wurde. Es ist sehr schlecht, weil PTP muss wissen, über welchen Pfad das ganze Frame gekommen ist, weil es muss Pfadlängen messen und so weiter. Also ich muss wissen, über welchen Pfad, und es gibt keine Seamless Redundancy für PTP. Es gibt immer nur ein Umswitchen von einem Master zu einem anderen. Oder von einem Pfad zu einem anderen Pfad. Das geschieht aber abhängig von diesen Announce-Intervalls, was wir vorher gehört haben, relativ schnell oder auch in 3-4 Sekunden oder sowas, wie wir nachher in der Demo irgendwie sehen werden. Und in der Zeit, in 3-4 Sekunden, driftet der Slave einfach nicht so weit weg, dass es wirklich eine Relevanz hat. Also diese Umschaltung ist nicht kritisch. Wir werden sehen, wenn ich das ausstecke, ich drifte keine 30, 40 Nanosekunden weg, in dem Fall, wo ich einen HSR-Port ausschalte. Und die Anforderung für die Substation ist einfach eine Mikrosekunde und das erfülle ich immer noch bei weitem, auch wenn ich einfach mal 4-5 Sekunden Blindflug mache, bevor ich mich wieder aufsynchronisieren kann. Genau. Wenn man jetzt das machen möchte, dass man PTP und HSR-PRP haben möchte, dann hat man ja mit HSR-PRP ist ja de facto eigentlich ein Switch. Oder vor allem der HSR ist eigentlich wie ein Switch und dementsprechend auch nicht deterministisch. Und wenn man das umgehen möchte, braucht man eigentlich wie eine Transparent Clock rundherum, um diese Non-Determinismus von dem Redundanzcore eigentlich ausmerzen zu können. Also, typische HSR-Knoten ist eigentlich eine Hybrid-Clock, wo man halt HSR-PRP hat, die 2 Ports nach außen, entweder im Ring oder im Parallel, und dann einen Uplink-Port, dort wo eine Ordinary Clock dranhängt, wo dann sich aufsynchronisiert oder die Zeit verteilt. Und um den HSR-PRP-Teil ist dann eine Transparent Clock, die diese Residence Time, diese Undeterminism eigentlich wieder ausmerzt. Genau, so. Es gibt ein Profil, das hatten wir heute Morgen schon gehört, und das ist auch der Grund, wieso ich nochmals mehr überzeugt bin, nicht nur wegen der Interoperabilität, dass Utility Profile früher oder später dieses Power Profile ersetzen wird, weil IEC 61850-93 verweist auf den HSR-PRP-Standard und umgekehrt, wie definiert ist, wie PTP funktionieren soll, zusammen mit HSR-PRP. Es gibt den Ansatz redundante Clocks, wo man wirklich anhand vom Best Master Clock Algorithmus auswählt, welcher Pfad besser ist, über den synchronisiert. Oder dann gibt es diesen Ansatz, den wir hauptsächlich verfolgen, das ist diese Stateless Transparent Clock. Da werden anhand von Port-IDs einfach Port-IDs modifiziert und dann eigentlich den Knoten hinter dieser Transparent Clock entscheidet dann anhand vom wieder BMCA, von diesem Tiebreaker am Schluss, welcher Pfad jetzt noch verfügbar ist. Genau. Eben damit man für die damit man keinen Single Point of Failure hat, müsste man in Theorie eigentlich auch den Grandmaster redundant auslegen. Also man bräuchte eigentlich 2 Dawns Grandmaster, also beide, die parallel in beide Netzwerke senden können. Einer ist dann mal passiv und der andere wird dann übernehmen, wenn er ausfällt. Was auch möglich ist Grandmaster als Single Attached Nodes zu haben, je in einem in beiden den gleichen. Synchronisiert sind sie sowieso dann über GNSS, also in beiden Netzwerken sollten die gleiche Zeit verfügbar sein, solange
solange GNSS auch funktioniert. Das Problem ist dann einfach, wenn einer davon ausfällt, ist das noch kein Problem für alle Double-Attached Nodes, weil die synchronisieren sich dann einfach vom anderen Netzwerk. Für die Knoten im Single-Attached Node ist dann aber, ja, die haben dann eine Synchronisationsinsel, die schweben dann vor sich hin. Ja. Das sicher teurer, das relativ einfach umzusetzen. Wenn man sagt, ist mir egal, wenn die Single-Attached Nodes nicht mehr synchron sind, weil sonst wären sie ja kritische Infrastruktur und ein Double-Attached Node, dann ist das sicherlich ein einfacher Ansatz, auch Master-Redundanz zu bekommen. Ja, für HSR ja, ist eigentlich das Gleiche, wenn man 2 Grandmasters als Downs hat, hat man die eierlegliche Wollmilchsau. Das mit den Virtual Downs, ja, ist möglich, aber ja, es benötigt dann auch 2 Redboxes, was wiederum teuer ist und wieder 2 Geräte mehr, die ausfallen können. Also, ja. Auch hier wieder, wieso wissen wir was davon? Also einerseits sehen wir sind Teil des Standardisierungsgremiums und wir haben einen HSR-PRP-IP-Core, den können wir nachher noch anschauen. Wir haben eine Transparent Clock, um das Ganze zu verbinden und diese Hybrid Clock-Ansatz, um HSR-PRP als Dual-Attached Node zu betreiben. Das war es mal über HSR-PRP.